Ja, willkommen zurück hier auf dem Kanal. Was geht ab bei euch? Ich bin gerade auf dem Weg zum Hauptmarkt. Wir machen heute die Route Nummer 5, die offizielle beschilderte Radroute der Stadt Nürnberg. Nummer 5. 4 haben wir schon abgefahren und heute ist die Nummer 5 fällig. Die geht los am Hauptmarkt und endet in Lauf am Holz. Beziehungsweise in Schweig, in Malmsbach, um es genauer zu sagen. Wird ungefähr 10 Kilometer sein. Von daher empfehle ich, holt euch Popcorn, ein Bier, einen Kaffee oder Chips oder geht auf die Rolle oder mummelt euch in eine Decke ein, auf dem Sofa. Wir sehen uns dann am Hauptmarkt am Startpunkt. Bis gleich. So, da vorne ist der Hauptmarkt, geradezu geht es mitten rein ins Epizentrum, aber heute ist der Sonntag, da ist nicht so viel los. Da sind nur ein paar Ausflügler und Kaffeetrinker unterwegs. Ist leider immer hier Kopfsteinpflaster, ist etwas unangenehm mit dem Rennrad. Aber das kriegen wir auch noch hin, ist ja kein Paris-Roubaix-Pflaster. So, hier ist der schöne Brunnen und die Frauenkirche. Und es ist schon wieder was aufgebaut hier. Das nächste Event. Ein Event jagt das nächste. Keine Ahnung, was irgendein Winterdorf, Winterwelt, Nürnberger. Ah ja, Schlittschuhlaufen. Ah ja, okay. Jedenfalls hier geht's los mit der Route. Wir können ja mal kurz gucken. Mal schauen, was hier so geboten ist. Ah ja, hier haben sie so ein Winterdorf aufgebaut. Sieht man es? Quasi nochmal ein kleines Revival vom Weihnachtsmarkt. Ah ja, und hier darf man dann Schlittschuh laufen. Ich nehme mal kurz die Kamera noch ab. So sieht es aus hier. Ah ja, meine Sportart ist es nicht. Wie gesagt, ich habe ja in meiner Ausbildung habe ich das schon mal probiert, aber da bin ich dann kläglich gescheitert, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat es mich so dermaßen auf die Schnauze gehauen, dass ich mir an der Schläfe eine Platzwunde geholt habe. So. Von daher haben wir das gleich mal ad acta gelegt. Sportarten, wo ich keine Bremse habe, sind nichts für mich. Also, wo müssen wir lang? Rechts. So, hier haben wir das Heiliggeistspital vor der Linse, direkt vor uns. Auch ein Wahrzeichen Nürnbergs mit Restaurant drin. Empfiehlt sich aber zu reservieren, weil es meistens sehr voll ist. Allerdings war ich selber auch noch nie drin. Aber wer da mal rein will, sollte vielleicht reservieren. Ja, das ist jetzt so eine typische Ausfallroute hier auch. Also das ist eine gängige Rennradroute, wenn man in den Osten raus will. Allerdings später im Wiesengrund habe ich gesehen, fahren wir dann natürlich rechts rüber Richtung Lauf am Holz. Warte mal, wo will denn er? Ach, er will ja er fährt gar nichts. Ich wäre jetzt hier links gefahren. Aber nein, Nürnberg plant es anders, möchte über die Insel Schütt. Ja, hier haben wir eine Insel. Ich zeige das nochmal hier. Heiliggeistspital. Und hier geht es auf die Insel Schütt. Da ist auch immer das Altstadtfest. Findet hier auch immer statt. Aber das ist jetzt natürlich keine gute Route. Also besser wäre es gewesen, wir wären links der Insel entlang gefahren. Also da drüben. Weil das ist natürlich Schwachsinn hier schon wieder. Absoluter Schwachsinn. Man sieht es auch. Das ist kein schöner Weg, viele Leute unterwegs. Aber gut, wir machen so, wie sie es wollen, weil wir wollen es ja zeigen. So, hier links, rechts. Zickzack fahren. Ach, hier, der will jetzt da vorne durch den Turm durch. Eieiei. Also wie gesagt, wenn ihr in den Osten rausfahrt, fahrt links der Pegnitz entlang. Immer der Nase nach, über die Wörther Wiese.
Aber das hier ist hausgemachter Blödsinn eigentlich. Aber gut. So, dann geht es hier wieder über die Pegnitz drüber, links durch den Turm. Und dann sind wir auch im Wiesengrund, allerdings halt auf der rechten Seite. Ist auch gefährlich hier mit der unübersichtlichen Zickzackkurve hier, Links-Rechts-Kombination. Ja, das Wetter ist gut heute, deswegen sind viele draußen. Hier war immer so eine Zeltlandschaft der Obdachlosen. Wo will er weiter? Jetzt hier rechts weiter. Okay. Ich dachte eigentlich, wir müssen jetzt dann irgendwann mal links rüber. So hatte ich das auf der Karte gesehen. Und dann wären wir jetzt gleich da drüben gewesen, aber naja. Ja, das ist hier die Wörterwiese im Sommer immer sehr beliebt. Zum Sonnen, zum Spielen, zum Abhängen. Momentan sind hier die Enten unterwegs. Wahnsinn, hier sind richtige Schneehaufen noch. Krass. Ja, und jetzt will er links rüber. Also, naja, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das hätten wir uns jetzt ersparen können, aber gut. Es ist, wie es ist. Hier vorne ist dann auch immer so ein Biergarten aufgestellt im Sommer. Hier so in der Area hier an der Brücke kann man dann nach getaner Tour noch einen Radler trinken. Das ist auch ein beliebter Treffpunkt hier für Radtouren, wenn man dann hier raus Richtung Osten fährt. Aber jetzt geht es hier wieder zurück, wieder über die Pegnitz. Und jetzt sind wir wieder links der Pegnitz, also halt in Fahrtrichtung links. Eigentlich ist es rechts der Pegnitz, weil die kommt ja aus Pegnitz angeflossen. Und in Fließrichtung werden wir jetzt hier auf der rechten Seite, aber in Fahrtrichtung auf der linken. Gut, dann geht es jetzt hier Richtung Wörthersee erstmal. Es geht ein ganzes Stück jetzt hier entlang durch diese Wiesengrund, Pegnitzgrundregion. Sehr angenehm, aber halt im Sommer auch viel los. Muss man halt auch immer Acht geben, aber immer noch besser als irgendwo auf der Straße. Ja, Wetter wie gesagt passt heute. Um die 6 Grad. Sogar die Sonne scheint ein bisschen durch. Also halt zumindest nicht so grau. Ein paar blaue Flecken am Himmel, weiße Wolken. Da steigt schon mal das Gemüt ein bisschen. Vorfreude auf den Frühling. So, wir unterqueren hier die Straße, die Kreuzung. Fahren hier der Nase nach. Und hier teilt sich der Weg, da fahren wir links. Weil geradeaus geht's in den See rein. Da wollen wir nicht rein. Ja, hier auch mal viel los. Hier jetzt zu viert nebeneinander. Da drüben haben wir einen kleinen Strand übrigens. Kann man dann im Sommer auch baden und abhängen. Nürnberger Beach. Ja, hier ist ganz angenehm, so ein Naherholungsgebiet. Café ist hier drüben. Moment mal, vielleicht sieht man es hier gleich nochmal. Da ist jetzt der Wall im Weg. Hier ist das Café neben dem Strand. Ja, sogar Outdoor-Aktivitäten haben die da. Der ist mit freiem Oberkörper unterwegs. Der Typ da, der da steht. Sieht man das? Krass. Bei 4 oder 6 Grad. Ja, manche sind nicht so Weicheier wie wir, die hier mit so dicken Handschuhen da im Winter rumfahren und 2 Überschuhen.
Das juckt ja nicht die Jungs hier. Der Muscle Beach quasi von Nürnberg. So, nimmt's noch auf. Ich denke mal, es blinkt. Ja, hier ein paar so Wurzelwellen. Im Sommer ist hier grausam, am Wochenende alles voll. Da musst du echt gucken, wie du durchkommst. Oh, die waren verbunden. Hä? Die hatten so ein Band zwischen sich gespannt. So eine Leine. Habe ich auch noch nie gesehen. Damit die Mutter nicht verloren geht. Um die Pace zu halten. Hier wird geangelt. Ja, wunderschön eigentlich hier im Sommer. Im Winter, naja, es fehlen ein bisschen die grünen Blätter, die Sonne und die Wärme. Aber gut, jede Jahreszeit hat so seinen Reiz. Aber ich bin eindeutig ein Sommerkind. Ich kann mit dem Winter nicht viel anfangen. Aber jetzt bin ich halt nun mal hier. Dann machen wir aber sowas draußen, sofern die Temperatur einigermaßen passt. So sind wir noch richtig? Ja. Sonntag, ja, ciao. So. Dass sie keinen Platz macht, müssen wir uns den Platz suchen. Ja, hier rechts haben wir den Södersteg. Der ist auch irgendwie neu gebaut worden. So eine Fußgängerbrücke entlang am Wörthersee hier. In Söder ist ein tolles, großes Projekt. Hat er gleich seinen Namen dafür hergegeben. So, hier unter der Eisenbahnbrücke durch. Das altehrwürdige, Vorsicht. Man muss hier alle Sinne beieinander haben. Dann kann man auch laufen da oben, unter den Gleisen. Also das hier ist, wie gesagt, klassische Route raus aus der Stadt, Richtung Osten, nach Erlensteg normalerweise, um dann an der B14 ja, Richtung Beringersdorf oder Lauf oder Hersbruck zu fahren. Das sind wieder diese Mittelspurgänge. Das ist Linksplatz, Rechtsplatz, aber in der Mitte laufen. Zum Glück habe ich das Rad nicht geputzt, das schaut immer noch aus wie Sau. Aber es hätte sich überhaupt nicht gelohnt, da hier auch wieder alles sehr feucht ist. Hat eigentlich null Wert im Winter, das zu säubern, wenn man öfters draußen ist. Ist die Mühe nicht wert. Oh, hier haben wir noch Schnee, richtig. Eigentlich ist der fast weggetaut, aber je weiter man rauskommt, desto mehr findet man noch an Schnee. Ja, alles unterwegs hier, Jogger, Gassigänger, Spaziergänger. Nürnberg ist aktiv, hier sind wieder ein paar Enten. Ja, suchen sie hier Fressen im Schnee. Passt der Kamerawinkel, ich hoffe. Ah, der Mountainbiker, jawohl. Oh, ganz verbissen, habt ihr das Gesicht gesehen? Hat schon ein paar Kilometer hinter sich. War schon am Limit. Ja, die Kids werden hier gezogen. Die Jugend von heute läuft nicht mehr. Die lässt sich fahren, entweder von Elektrorollern oder, ja, wie in dem Fall, einfach in der Kiste sich ziehen lassen. Aber die waren auch noch jung. Aber wenn sie sich jetzt schon rumziehen lassen, wie ist dann erst einmal später? Ja, herrlich eigentlich, ne? So eine kleine Wohlfühloase hier mitten in der Stadt.
Geht ja kilometerlang hier in die Richtung. Vorsicht, Hund. Besitzer ist das denen auch wurscht, wenn man zusammenfährt. Aber wehe, du triffst ihn, dann bist du schuld. Wie es halt immer so ist, ne? Hier ist noch ziemlich viel Split, links und rechts. So, hier müssen wir jetzt die Straße überqueren. Ach so, hier ist Umleitung. Normalerweise wird es jetzt hier geradeaus gehen. Aber hier ist Umleitung. Also müssen wir kurz hier rechts. Wir fahren kurz auf der anderen Seite entlang, weil hier irgendwas, ja, hier wird irgendwas aufgeschüttet. Keine Ahnung, was die hier wieder machen. Ja, da war Humaul jetzt auch schon. Aber hilft nicht. Auto kommt auch von hinten, ich muss aber links. Handzeichen geben und abbiegen. Dann fahren wir halt hier entlang. Kurzes Stück nur. Ich weiß gar nicht, was die hier machen. Wer weiß das von euch? Das ist mir entgangen. Irgendwas wird hier wieder produziert und verschönert. Alles wird gemacht, bloß nicht die Radwege. Hier fette Bagger da drüben. So Stahlprofile als Wände und wie so ein Kanal wird da gemacht. Aha, interessant. Da müssen wir mal kurz anhalten, da ist auch gar kein Wasser mehr drin. Normalerweise ist es voll hier mit Wasser. Haben sie trockengelegt. Das ist ja heftig. Ja, und hier der reißende Fluss. Strömung. Fast schon Hochwasser. So, hier geht es wieder rüber auf die andere Seite, auf die Ursprungsroute. Da brauchen wir mal kurz stehen. Schau mal her, du. Hier wird fett gebaut, aber was? Wer weiß es? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bitte darum. So. Ach verdammt, jetzt. Nee, bin ich richtig schon? Ja, ja, bin schon richtig. Jetzt habe ich schon gedacht hier, weil der Wahoo blaue Linie anzeigt. Das ist normalerweise die Linie für die Umplanung, aber jetzt sind wir wieder hier auf der Originalroute. Eigentlich ist es gar nicht original. Also laut der GPX-Datei von der Stadt Nürnberg geht es irgendwo da hinten voll durch den Morast. Völliger Quatsch. Ich wüsste gar nicht, wo der Weg entlang geht. Also das kann nur ein Trampelpfad sein. Ich weiß nicht, was sie da wieder gemacht haben. Aber das hier ist der normale Fuß- und ja nicht Radweg, aber halt Weg für alle. Der Hauptweg. Und da hinten, keine Ahnung, da kämen wir jetzt auch auf diesen Weg, aber ich weiß gar nicht, was das für ein Trampelpfad sein soll, was sie da in der GPX-Datei hinterlegt haben. So, hier rechts. Oh, Achtung. Oh, da kommt die ganze Family, der ganze Clan. So, Jungs, was habt ihr vor? Ich will euch nicht stören, aber... Oh. Servus. Bon Appetit. So, hier links ist die Bahnlinie. Die geht also raus bis Laufersbruck entlang der B14. Normal würden wir jetzt auch komplett hier geradeaus fahren, wenn man raus möchte in den Osten. Aber diese Route hier geht ja nach Lauf am Holz, welches jetzt wieder da drüben liegt. Das heißt, wir müssen jetzt dann wieder wechseln auf die andere Flussseite, wo wir eh schon waren. Ich vermute ganz stark hier über diese Brücke, wo die da gerade läuft. Oder über die lange, ne, über die hier. Also hier rechts runter, hier steht es, alle stehen geradeaus, rechts Lauf am Holz. Also hier rüber
Wieder über die Pegnitz. Da kommen wir jetzt an dem Bad vorbei. Was ist das? Ja, nicht das Naturbad. Ist das nicht auch ein Naturbad da vorne? Muss ich mal gucken. So, hier weiter geradeaus. Das einzig Schöne hier ist, dass wir durch Hammer kommen. Das ist so ein kleiner Ortsteil, so ein historischer, mit Kopfsteinpflaster und so alten Häusern, ehemalige Handwerksbetriebe, so ein bisschen mittelalterlich, sehr schön. Und hier ist auch ein Bad. Was ist denn das für ein Bad eigentlich? Ist das auch ein Naturbad? Weil das andere Naturbad ist in allen Stegen, aber hier ist doch auch eins. So, hier den Koll hoch, kleine Rampe. Hier links ist doch ein Bad. Hier. Ja, das ist hier und hat ja. Das hier ist natürlich jetzt geschlossen. TSV Nürnberg e.V. Was ist das hier für ein Bad? Nee, das ist hier doch TSV. Ist das bloß ein Vereinsbad? Ich dachte, das wäre ein öffentliches, aber da täusche ich mich anscheinend. Also wir müssen nicht geradeaus, sondern rechts. Hier, Dirks Wohngebiet. Geradeaus hätten wir auch gekonnt. Aber das wird dann auch Schotter, aber da schreckt ja die Stadt Nürnberg nicht davor zurück, einen über Schotter zu schicken. Wäre jetzt meiner Meinung nach auch der schönere Weg gewesen. Aber, ne, jetzt bin ich schon wieder falsch. Ja, Sakrati. Was nach links wäre es gegangen? Wo denn? Ach hey. Wir gucken noch mal. Na doch, da unten entlang. Oder wie, oder was? Ah, wo wollen die lang? Hier rein? Ist nicht euer Ernst, oder? Moment mal. Na, hier ist kein Weg. Ja, geht schon wieder los hier. Es ist... Bitte dies zu entschuldigen, aber... Jetzt will er da unten doch entlang, aber als Umleitung. Gespeicherte Routen. I'm sorry for that, aber das hat man ja schon auf der Route Nummer 4. Dass man sich da mal verfährt. Wir sind jetzt hier. Ach, das ist wieder so ein Trampelpfad. Seht ihr das? Da hat er wieder irgend so einen Trampelpfad in die GPX-Datei reingebaut, der Herr Stadtplaner, statt dass er einfach hier unten den Weg entlang fährt. Völliger Quatsch wieder. Das war jetzt nicht mein Fehler, weil der hätte mich jetzt hier reingejagt. Als Abkürzung. Völliger Blödsinn. Mann, oh Meter. Und sowas stellen die offiziell auf die Webseite. Aber das heißt, da müssen wir jetzt hier kurz durchs ewige Eis, aber es ist nur ein kleines Stück hier zum Glück. Oder? Nee, ach hey, geht das wieder los. Oh, bitte nicht. Da vorne geht es weiter, oder? Oh, das wird jetzt auch wieder lustig. Ach Gott. Ist ziemlich vereist. Ja, hier taut es natürlich nicht so schnell ab. Dementsprechend sind hier noch ganz schöne Reste, aber es gibt eine Fahrrinne hier zumindest. Das ist so das Wichtigste. Aber ist nicht schön. Kannst du vergessen hier. Also absteigen.
vorne gucken, dann wird es besser. Rutscht er weg. So. Eieieiei. Ja, das sind wieder die Abenteuer, die ich liebe. Jetzt mal auch noch den Überschuh verrutscht hier auf der rechten Seite. Jedes Mal beim Laufen zieht es mir den halb aus. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Ach Leute, ich fahre jetzt hier geradeaus, ist mir egal. Ich weiß ja, was das Ziel ist. WhatsApp oder so. So, hier geht's dann wieder. Ich muss mal kurz den Überschuh hier richten. Ja, zieht es mir immer über die Fußspitze, sobald ich laufe. So. Ja, wir kommen hier vorne eher auf die Originalroute. So. Der Weg würde jetzt wahrscheinlich da irgendwie übers Feld gehen, was auch völliger Quatsch ist, weil hier der offizielle Hauptweg entlang läuft, welcher hier schon wieder im Eis endet. Da müssen wir wieder unsere ganzen Fahrkünste auspacken und gucken, dass man hier heil durchkommt, was nicht einfach ist. Ja, vielleicht sollte ich solche Videos mal im Sommer machen. Das ist einfacher. Jetzt hat es mir wieder den Überschuh ausgezogen, weil ich mich hier ständig abstoße mit dem rechten Fuß. Ah, das ist natürlich nicht schön. Macht keinen Spaß hier. Am Donnerstag. Also wir haben nur sogar noch telefoniert, weil es hat die Martha daheim am Donnerstag. So. Musst du den Überschuh wieder drüber ziehen. Ja, dann dauert es doch ein bisschen länger. Kann ich leider nicht ändern, aber wenn die Route hier lang geht, dann müssen wir hier auch lang. So, kann man hier wieder fahren. Ja, so einigermaßen, aber auch nicht gut. Jetzt läuft der natürlich genau in der Rinne, wo ich laufen wollte. Naja, gut, lassen wir es. Und der jetzt da latscht, brauche ich da nicht ihm entgegenfahren. Eieiei. Ja, sorry, aber das ist höhere Gewalt. Na gut, hier wäre es nicht mehr weitergegangen. Ich glaube, da kommt schon ein bisschen Nässe durch die Schuhe jetzt. Irgendwas spüre ich da. So, hier kann man jetzt wieder ein bisschen fahren, oder? Wenn ich jetzt da im Pedal drin bin, die paar Meter, dann bin ich auch vorgelaufen wahrscheinlich. Ja, ist reiner Schotter hier auch. Also normalerweise, oder halt ein Naturweg. Hier ist also nichts mehr geteert. Das sieht man jetzt hier auch.
Ja, also hier kommt man nicht weit. Also ist völliger Quatsch, heute hier lang zu fahren. So, jetzt die Überschuhe da ausgezogen. Ist das nervig, ey. Es wird nicht so schnell besser, leider. Ja, denke ich mir, danke. Ja, aber ihr hört es wird nicht besser, sagt er. Wie weit haben wir es denn überhaupt? Es ist doch nicht mehr weit nach. Na jawohl, ja, es ist schon noch ein Stück hier. Ach Gottchen. Ja, was machen wir da? Bringt irgendwie nicht viel, wenn wir jetzt hier ewig lang laufen. Übers ewige Eis. Weil es dauert ja ewig und 3 Tage dann. Aber erstaunlich, dass hier die Leute trotzdem langlaufen. Stört die nicht. Ich hätte jetzt keine Lust, hier meinen Sonntagsspaziergang zu absolvieren. Na gut, jetzt schauen wir mal, wie es da vorne noch aussieht, aber hat wohl wenig Sinn. Hat wohl wenig Sinn. Vielleicht brechen wir diesmal ab, weil es bietet ja auch keinen Mehrwert, wenn ich jetzt hier noch eine halbe Stunde durch den Schnee stapfe. Da gehe ich lieber hoch auf die Straße und fahre dann zurück. So ist es mit dem Winter. Wir müssen geradeaus, aber da vorne schaut es doch besser aus, oder? Wir schauen noch ein bisschen davor, gucken mal, mir bleibt eh nichts anderes übrig. Was soll man machen? Egal, wo ich jetzt hingehe, ich bin umschlossen vom Eis. Ach ja, deswegen mag ich den Winter nicht. Das ist einfach nicht schön. Ich bin kein Wintersportler. Ich kann mit Skifahren und Langlaufen und den ganzen Kram nichts anfangen. Das ist einfach ja, nicht meins. Macht mir keinen Spaß. Ich will draußen rumtollen in der Wärme auf meinem Rad oder ein bisschen laufen gehen. Das geht zwar im Winter auch noch, aber ist auch nicht so spaßig. Aber so ein Kack hier habe ich keine Lust drauf. So, jetzt hat es mir wieder alle Überschuhe hier rausgezogen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das ist nicht schön. So. Mal kurz hier abstellen. Ach, fall um. Egal. Ich muss jetzt hier mal die Überschuhe richten, weil hier gar nichts mehr funktioniert. Links, rechts. So. Ja, wie gesagt, also Winter ist halt gar nicht meins. Es ist einfach nicht schön. Die meiste Zeit ist es, hier ist ein Ast jetzt auch noch drin. Das ist einfach so, wie es jetzt ist. Ekelhaft und matschig, nasskalt. Den ganzen Winter auf die Rolle sich zu setzen, das ist jetzt auch nicht unbedingt zielführend. Es gibt so Leute, die machen das. Ich kannte mal einen, der das ist das ganze Jahr über, selbst bei 30 Grad draußen hockt er sich auf die Rolle. Naja gut, das ist halt dann schon ein bisschen autistisch veranlagt, aber
es macht mir auch keinen Spaß. Wenn ich Rad fahren will, dann will ich draußen fahren, will ich die Natur sehen, da will ich was erleben und nicht in irgendeiner Comicwelt rumfahren. So, hier geht es so einigermaßen. Und den Kamerawinkel wieder einstellen, weil den hatte ich jetzt ein bisschen verändert. Beim Laufen zeigt es sonst zu sehr nach oben. So, wie schaut's aus? Ziehen wir durch? Komm, wir ziehen durch, oder? Über diesen wunderschönen Weg der Stadt Nürnberg, Radroute Nummer 5. Im Sommer bestimmt besser wie jetzt im Winter. Oh, da ist ja schon Hammer. Ne, das ist noch nicht Hammer, das ist dieses vorgelagerte Schloss. Wie heißt denn das? Nicht Schloss, aber so eine. Gut auch nicht. Was ist das? Das ist, glaube ich, doch ein Schloss, oder? Ehemaliges Schloss. Oh je, hier wird es wieder kriminell. Jetzt muss ich mich wieder abstoßen mit dem rechten Fuß. Dann wird es mir den Überschuh wieder von der Fußkappe ziehen. Ach du liebes bisschen. Oh nee, Leute. Leute, Wettergott, sende mal bitte den Frühling jetzt. Schau mal diesen Matsch hier an, ey. Das ist eine Wiese, wo ist denn der Weg? Hier ist der Weg, wo der Schnee ist. Ja, das etwas längere Video wieder. Ich habe es ja insgeheim befürchtet, als ich sah, 9,9 Kilometer, dachte ich mir, oh je, und dann noch durch den Wiesengrund, wer weiß, wie es da aussieht. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, na, der Schnee ist doch jetzt weg, da müsste es eigentlich gehen, ja, weit gefehlt. Guck dir das hier an, ey. Wie heißt denn das hier? Das Teil hier. Mal schauen. So, hier ist wieder eine Rinne, fahren wir hier wieder weiter. Zurück geht's über die Straße. Es ist ja nicht zumutbar hier. Kommt auch schon gar nicht mehr ins Pedal rein. Ja, hier gucken wir auch schon dämlich. Was macht der da mit seinem Rad? So, was ist das hier? Ach, die Oberburg, ja, aber was ist das? Ja, ist irgendwie so ein Gut oder ehemaliges Schloss. Kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Schreibt es mir in die Kommentare, wer es weiß. Ich muss hier weiter durchs Eis. Welches sich vor mir befindet und auf seine Bezwingung wartet. Die Überschuh hat es auch wieder über die Fußkappe gezogen. So. Wahnsinn, wie viele Leute hier unterwegs sind. Bei dem Wetter, bei dem ekligen Weg hier. So, ich muss da nochmal anhalten, mir die Überschuhe wieder drüber ziehen. Die Stöckchengänger sind auch unterwegs. Ich glaube, da geht es jetzt dann besser, so wie es ausschaut. Aber naja, das hat man ja schon öfters. Kurzer Stopp wieder. Moment, vielleicht mache ich kurz einen Aufnahmestopp. Wenn ich mir hier die Überschuhe drüber ziehe wieder. So, Überschuhe wieder drüber gezogen. Das halt wieder über die Fußspitze drüber schnallen oder schnappen. Weil durch das Laufen
zieht es dann vorne immer die Kappe von den Überschuhen nach oben. Und dann stülpen die sich auf den Schuh auf. So. Nächster Versuch. Ja, die Fußplatten, die Schuhplatten sind schon wieder völlig vereist. Ich komme gar nicht ins Pedal rein. Ich muss jetzt hier ein bisschen so tun, als wären es normale Flat-Pedale. So, hier schaut es ja wieder gut aus. Hier ist ja wieder fast gar nichts. Das ist ja äußerst seltsam. Ja gut, aber hier wieder mehr. Ja, hier muss ich wieder absteigen. Dann brauchst du nicht fahren. Ja, es zieht sich. Leute, das geht noch ein Stück so. Ich laufe mal in der Rinne. Oh, mir kommt das Wasser jetzt schon rein in den Füßen, in den Schuh rein. Ich merke schon. Nicht schön. Aber gut, selber schuld, ne, wenn ich hier solche Aktionen hier mache. Konzentration, ne? Uiuiuiui. Es ist erstaunlich, wie viele Leute hier rumlaufen. Gehen wir hier üben entlang. Also es ist doch selbst für Spaziergänger nicht schön, hier zu laufen. Selbst mit dem Mountainbike hätte es hier Probleme, weil es halt so matschig und rutschig ist. Das ist ein reines Geeier dann. Du kannst die Stollenreifen haben, was du willst. Aber da kommst du jetzt auch nicht groß vorwärts. So, wie schaut es hier aus? Freunde des ewigen Eises. Das mit den Überschuhen, das nervt so dermaßen. Geht drüber. Drüber gehen sie sehr schwer, aber runter gehen sie äußerst einfach, wenn man läuft. Ach Gott, wieder so ein Stöckchen ginge. Sitzt jemand? Okay. So, schauen wir mal, da vorne wird es weniger Eis. Okay. So. Sehr, sehr abenteuerlich.
anstrengend, nervig und nicht schön. Mal hier entlang, auch wenn die jetzt da laufen, aber hier ist die bessere Rinne. Ja, und wieder zum Absteigen, verdammt. Vielleicht zieht es mir die Überschuhe wieder aus. Bäumchen wechselt das Spiel. Ja, den zieht es schon wieder hoch, ich sehe schon. Durch das blöde Gelaufe. Wie sieht es hier aus? Probieren wir mal die Rinne. Ja, das Spaziervideo von Frank Pedaleur. Eigentlich wollte er eine Radroute zeigen, aber sang- und klanglos hier gescheitert. Ausgebremst hier durch den Matsch, durch den Schamott, Schnee, Eis. Ja, hier geht es wieder einigermaßen. Aber natürlich nicht lange. Ist das hier nur Wasser? Ja. Kann man hier durchrollen mit Schwung. Aber hier, naja, da läuft er jetzt. Oder sie. So, da vorne sehe ich Häuser, das dürfte Hammer sein. Ich fall gleich um, so langsam ist es. Überall. Ich hoffe jetzt mal, da in dem Hammerdörfchen wird es besser. Ich muss den Winkel wieder nach unten drehen. Sonst sieht man nichts, sonst sieht man bloß den Himmel. Ein bisschen gebückt laufen. Oh, die Füße werden nässer und nässer. Das ist nicht schön. Vielleicht sollte ich für die nächsten Radrouten ein bisschen abwarten, bis der ganze Schnee mal geschmolzen ist. Ich befürchte, es dauert aber noch ein bisschen. So, hier höre ich schon den Mini-Wasserfall da drüben. Das ist ein gutes Zeichen, weil dann sind wir nahe an Hammer. So, hier geht's wieder. Wieder aufsteigen. Ins nicht vorhandene Pedal, welches sich nicht einklinken lässt. Nochmal Winkel ausrichten. So, jetzt sind wir wieder irgendwo in der Zivilisation. Kopfsteinpflaster hier hoch. Und dann geht es hier links rein. Hier ist auch das Schild Lauf. War jetzt gerade hier das weiße beschilderte Zeichen für die Route nach Lauf. Ja, und das hier ist Hammer. Hammergeil hier. Ja, hier wohnen auch Leute. Hier ist eine alte Ruine. Kirchenruine. Das ist natürlich auch cool, wenn man hier wohnt. Ne? Ich mache mal die Kamera kurz ab.
damit man ein bisschen was sieht. Ja. So cool hier. Kommen wir da wieder drauf, Handschuhe an. Ja. Und dann, ja, das letzte Stück. Jetzt muss ich mal hier abklopfen. Das letzte Stück dürfte auch wieder so ein Eisweg sein, weil der Weg hier jetzt dann nicht an der Straße lang geht, sondern unten entlang, links von der Straße. Und das ist halt auch wieder so ein Weg wie der, den wir jetzt eben hatten. Ja, da geht es hier ein Stück hoch und dann aber links rein. Aber das überlege ich mir jetzt wirklich, ob ich das mache, weil im Prinzip sieht man nicht mehr viel. Also es ist auch nicht mehr weit. Man fährt jetzt einfach hier links rein, geradezu und kommt automatisch dann nach Malmsbach, Schweig. Ja, es sieht auch wieder schlimm aus. Leute, das erspare ich mir jetzt, das bietet auch keinen Mehrwert. Ich fahre jetzt dann wieder zurück, es ist nur noch der Weg hier entlang. Vielleicht 2 Kilometer, 1-2 Kilometer, wenn überhaupt. Und dann ist man in Malmsbach, geht parallel hier zur Lauf am Holzstraße. Und ja, ich werde wieder Richtung Zentrum fahren. Diesmal wirklich fahren, nicht laufen. Kein Bock mehr jetzt zu laufen. Das war's. Genug vom Laufen im ewigen Eis. Hat keinen Spaß gemacht, bin ich ehrlich. Warum sollte es auch? Aber gut, so ist es. Das war die Radroute Nummer 5. Sofern man sie fahren kann im Sommer. Vom Hauptmarkt nach Lauf am Holz, wo wir jetzt gerade sind. Hier ist das Schild. Nürnberg, Lauf am Holz, S-Bahn. Und hinter mir ist Schweig, Malmsbach. Da geht es einfach über die Autobahn drüber. Und wenn man den Weg hier geht, dann kommt man unter der Autobahn durch und dann ist man in Malmsbach. Da spare ich mir jetzt, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wer so lange ausgehalten hat, Respekt. Respekt an mich, dass ich das überhaupt gemacht habe. Ich hätte alleine keinen Bock gehabt. Ich wäre dann irgendwo abgekürzt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Abonnieren nicht vergessen, liken, kommentieren. TikTok, Instagram, Follow, Strava, Komoot und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.